Grau und schön ist der Norden Europas. Willkommen an einem der interessantesten Fjorde Norwegens. Der Oslofjord mündet hier in die Nordsee. Verdens Ende heißt der Ort. Das bedeutet das Ende der Welt. Von hier aus fahren die Schiffe in die Hauptstadt des Landes, nach Oslo. Daher der Name. Es gibt viel zu entdecken in einem Urlaub in Norwegen. Von Verdens Ende an der Nordsee bis hoch nach Oslo. Auf beiden Seiten gibt es traditionsreiche und zugleich moderne Küstenorte, aber auch schöne und wilde Naturlandschaften. Die Norweger lieben beides. Eine tolle Urlaubsregion. Und immer beginnt oder endet die Reise in der supermodernen Hauptstadt Oslo mit ihrer atemberaubenden Architektur. Wir treffen wieder lebendig gewordene Wikinger und ihre Nachfahren, die bis heute Meister des Schiffsbaus sind. Die Menschen hier sind sehr naturverbunden. Kein Wunder bei der Kulisse. Kommen Sie mit. Wir sind unterwegs am Oslofjord. Das ist ein sogenanntes Vippefjord, ein Vorläufer der Leuchttürme. Oben im Korb brannte früher ein Feuer, das den Seefahrern die sichere Einfahrt in den Fjord anzeigte. Damals war der Ort ein Fischerhafen und Ausguck für Lotsen. Heute ist Verdens Ende ein beliebtes Ausflugsziel. Von hier aus kann man tolle Touren durch den Færder Nationalpark machen. Rune! Hallo. Rune! Nice to meet you. Schön, dich zu treffen. Du bist mal Kapitän für heute. Yes. Ja, das ist so. Und wer ist das? Yes. Das ist Baltus. Schön, dich kennenzulernen, Baltus. Okay. Dann können wir ja los. Nach Jahren auf den rauen Ölplattformen genießt Rune seinen Ruhestand und bietet mit seinem Wassertaxi Touren durch den Færder Nationalpark an. Genau so habe ich mir Norwegen vorgestellt. Obwohl Land und auch Wasser ein Nationalpark sind, ist Fischen erlaubt. Im Fjord gibt es vor allem Makrelen und Seelachs. Doch Rune fängt etwas anderes. Und wir machen jetzt mit. Wie lang ist die Leine? 20 Meter? 20 meters? 400 Meter. Ich mache Witze. Ich mag deinen Humor. I like it. Ich nehme das hier, du kannst das nehmen. Wow! Wow, diese Crabs! Was für Krabben, so viele und so große. They're different. Die sind ganz anders als die ich kenne. Wow, they're so big. Die sind aber groß. Kann ich eine haben? Das ist ein Weibchen. Das hat einen breiteren Bauch. Okay, I got it. Nein, kein Problem. Ich habe dich auf den Arm genommen. Hast du ja gerade auch gemacht. Aber wirklich, die sind so stark mit ihren Zangen und den Beinchen. How many Wie viel fängst du am Tag davon? per day or how long you have to wait? So um die 3, 4, 500. Was? Wie viele? 3, 4, 500 pro Tag. Crabs one day. 1, 2, 3. 4. Zu viele.
Hier gibt es aber nicht nur Krabben, sondern auch Robben. Und da sind welche. Immer wieder die Köpfe, die aus dem Wasser gucken. Da. Ganz viele. 12 Uhr. Juhu. Die unbewohnten Inseln von Staupa kann man nur mit dem Boot erreichen. Ah, Land! Den Hafen von Stavern gibt es seit der Wikingerzeit. In diesem typisch norwegischen Sommerdorf leben zwischen Juni und August bis zu 40.000 Menschen. Hier beginnt auch ein schöner Wanderweg. Der Weg folgt dem Verlauf der Küste. Teilstrecken davon kann man mit dem Fahrrad erkunden. Andere entdeckt man besser zu Fuß. Wir sind in der ältesten Stadt Norwegens, gegründet im 9. Jahrhundert. Schon zu Zeiten der Wikinger war Tønsberg ein wichtiger Handelsplatz. Jetzt im August ist die Stadt besonders beliebt. Um diese Zeit treffen sich Norweger aus allen Landesteilen, um gemeinsam die Wikingerkultur wieder aufleben zu lassen. Tønsberg veranstaltet nicht nur das Festival im August, sondern hat auch ein Wikingermuseum und andere Attraktionen. Das Interesse an den alten Wikingern ist riesig und es wächst ständig, auch bei den Norwegern selbst. Eine richtige Gemeinschaft hier, jeder kennt jeden. Ja, in der Wikinger-Szene ist das so. Wir sind wie eine große Familie und kennen uns untereinander. Ein beliebtes Hobby. Eine kurze Zeit mal wie die alten Wikinger angezogen sein und das Essen von damals kochen. Was gibt's für typische Wörter im Norwegischen? Zum Beispiel, wenn dir das Essen schmeckt. Kjempedigg. 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 Ja, kjempedigg. Kjempedigg. Ja. Kjempedigg. Sehr lecker. Okay.
schmucklosen weißen Zeltdach verbirgt sich ein weiteres interessantes Stück Geschichte. Der Nachbau eines echten Wikingerschiffs. Sie gehörten zu den besten ihres Zeitalters. 1904 wurden in mächtigen Grabhügeln bei Tönsberg gut erhaltene Teile zweier Schiffe aus dem 9. Jahrhundert gefunden. Bedeutende Wikinger bestattete man damals in ihren Schiffen. Das berühmte Osebergschiff war in Tonerde gut konserviert. Man beschloss es nachzubauen. Wir versuchen, diese Schiffe so originalgetreu wie möglich zu rekonstruieren. Wenn wir einen Fehler im Original erkennen, bauen wir ihn normalerweise im Nachbau mit ein. Das berühmte Osebergschiff gehörte vermutlich einer Wikingerkönigin, denn man fand 2 reich geschmückte Frauenskelette darin. Vom Usebergschiff glaubte man lange, dass es eine reine Grabbeigabe und wahrscheinlich nicht seetauglich war. Deshalb haben wir beschlossen, eine Reihe von 3D-Scans und andere moderne Untersuchungen am Originalschiff durchzuführen und haben festgestellt, dass das Freibord damals falsch eingesetzt wurde. Das soll heißen, der Abstand zwischen der Wasserlinie und der Oberkante des Schiffrumpfes müsste in Wirklichkeit viel höher gewesen sein als beim Schiff im Museum. Wir haben bei unserem Nachbau dann auf erfahrene Schiffsbauer gehört und es anders gemacht. Und siehe da, unsere Version liegt super auf den Wellen. Dieser Nachbau des Osebergschiffs liegt seit 2012 im Hafen von Tönsberg, fährt regelmäßig raus aufs offene Meer und nimmt dabei auch gerne Fahrgäste mit. 6 Jahre hat es gedauert, das Wikingerschiff originalgetreu zu rekonstruieren. Bis auf die kleinen Verbesserungen, die Knut und sein Team damals vorgenommen haben, ist alles wie beim Original. Sogar alte Bautechniken und Werkzeuge wurden eingesetzt. Die Planken des Schiffs sind tatsächlich zusammengenäht. Und zwar hiermit. Das sind die Barten eines Wals. Hornplatten aus seinem Oberkiefer, seine Zähne sozusagen. Damit filtert der Wal Krill und Garnelen aus dem Wasser, das er einsaugt. So sind das hier nur einzelne Fädchen. Das wäre nicht stabil. Was wir gemacht haben, wir schnitten es in zentimeterbreite Streifen. Das sieht dann so aus. Und kochten die Streifen in Wasser, um sie weicher und biegsamer zu machen. Dann nähten wir damit die Planken und Rippen des Schiffsrumpfes zusammen. Diese Naht ermöglicht es dem Schiff, sich in den Wellen flexibel zu bewegen. Die eine Seite kann sich nach da bewegen, die andere in eine andere Richtung, je nachdem, wie das Schiff die Wellen nimmt. Also schwimmt es mit den Wellen, nicht gegen sie. Das ist ganz anders als bei modernen, starren Schiffen. Die müssen bei Wellengang das Tempo reduzieren und wir können weiter Gas geben. Vorne, zurück. Vorne, zurück. Doch, du musst es gleich anfeuern. Okay, zieh. Und haha. Das ist nicht so einfach. Hey ho with a drunken sailor, hey ho with a drunken sailor, hey ho with a drunken sailor, early in the morning. Now you. Auch diese kleinen Boote, Karm genannt, wurden mit historischen Werkzeugen nachgebaut. Die Wikinger nutzten solche Langboote für Fahrten entlang der Küste, um Handelsgüter zu transportieren, aber auch für ihre Kriegszüge. Selber mal wie ein alter Wikinger rudern. Kann man übrigens nicht nur während des Festivals, sondern den ganzen Sommer über in Tönsberg. Thank you. Du bist also ein Wikinger, wohl ein echter Profi. Du lebst offensichtlich auch danach. Darf ich mal anfassen? Ist es echt? Yeah, you can. It's real. Yeah. Okay. It's not fake. Kein Fake. Echtes Haar, langes Haar. Long hair.
Lebst du denn auch wirklich wie ein Wikinger? Ja, das tun wir. Nur im Privaten oder gehst du auch so zur Arbeit? Es ist eine Art Hobby. Wir stellen in unserer Gruppe das Leben der Wikinger so originalgetreu wie möglich nach. Im Frühling zieht es uns raus in die Zelte, wo wir dann den Sommer überleben. Kommt uns doch mal besuchen. Yeah. Auch in Borre wurden Grabhügel gefunden. Man hat noch lange nicht alle geöffnet, aber mit einem sogenannten Georadar Schiffe und Reste großer Langhallen nachgewiesen. Borre muss in der Wikingerzeit ein bedeutender Ort gewesen sein. Und deshalb steht hier jetzt ein Freilichtmuseum. Früh am Morgen wird alles in Ruhe für die Besucher vorbereitet. Hier treffen wir Johnny wieder. Er kommt mit seinem Clan jedes Jahr hierher. Rund 3 Wochen leben sie wie ihre Vorfahren. Einnocken und schießt. In so einer Halle haben sich die Wikinger getroffen, um Entscheidungen zu treffen oder Recht zu sprechen. Die Schnitzereien mit Woll- und Knotenornamenten bilden eine eigene frühmittelalterliche Kunstrichtung. Überhaupt war der Umgang mit Wolle, die Herstellung von Stoffen, damals eine sehr wichtige, aber auch sehr aufwendige häusliche Tätigkeit. Zuerst musst du ein Schaf haben. Das musst du aufziehen. Dann musst du es scheren, damit du die Wolle bekommst. Die musst du kennen. Danach spinnst du einen Faden. Aber auf dem Webstuhl brauchst du viele Fäden, um am Ende ein Stück Kleidung zu haben, so wie das hier. Aber du weißt dann, wie alles gemacht wird. Und das ist eine komplett andere Weltsicht, als wir in unserer modernen Welt haben. Wir sind heute abgeschnitten von den Herstellungsprozessen. Wir kaufen einfach nur Dinge im Laden, ohne zu wissen, wie sie gemacht sind oder wer sie gemacht hat. Die Besucher sind da und können auch ein bisschen Wikinger spielen. Unser nächstes Ziel, der Ferienort Asgardstrand. Hier hatte der Maler Edvard Munch seinen Sommerwohnsitz. Und dann geht's rüber aufs Wasser, in den größten Meeresnationalpark Skandinaviens. Baden kann man hier richtig gut. Und jetzt im August ist es auch nicht mehr so voll, denn die Sommerferien in Norwegen sind fast vorbei. Asgardstrand ist sehr idyllisch mit seinen schmucken, weißen Holzhäuschen. Kein Wunder, dass es Norwegens berühmtesten Maler Ende des 19. Jahrhunderts hierher gezogen hat. Edvard Munch hat viele Sommer lang in Asgardstrand gewohnt und sich durch die Landschaft und die Menschen hier inspirieren lassen. Das Meer und die Sonne beruhigten seinen oft aufgewühlten Gemütszustand. Am Hafen entstand das Bild Mädchen auf der Landungsbrücke. Immer wenn wir Besuch haben, müssen wir das Bild fotografieren. Es gibt aber verschiedene Variationen, oder? Ja. Zu dritt, zu viert? Mit 3 oder 4 Frauen mit dieser
schöne Kleider, das ist das meist bekannteste, glaube ich. So sieht es aus, das Bild. Wir wollen es mal nachstellen. Genau, das Gebäude, die Straße. Ja. Das sieht sehr gut aus. Schön nah. Genau. Okay, das sieht gut aus. Okay, bereit? Okay. Ja, das ist es. Sehr gut. Was könnte man noch nachstellen? Also direkt am Munks Haus finde ich auf jeden Ja, Fall das sehr ist schön. auch eines meiner Lieblingsbilder von ihm. Ja. Mhm. Und dann noch der melancholische Mann, Melancholie. Ja, Am Melancholie. Strand. Ja, das ist auch sehr das hübsch. ist auch schön. Strand hört sich auch Steine gut liegen an. noch da am Strand, wo er dann saß auf dem Stein. Und dann Das ist auch sitzt sehr er hübsch. so. Okay. Edvard Munch verbrachte 1885 seinen ersten Sommer in Askerstrand. 12 Jahre später kaufte er dieses Haus. Bis heute hat sich die Originaleinrichtung erhalten. Edvard Munch malte expressionistisch, drückte mit Farbe und Form aus, wie er die Welt fühlte. Neben Vincent van Gogh war er einer der ersten, der das in dieser radikalen Form tat. Munch befreite sich von den Lehren der akademischen Malerei und drückte in seinen Bildern oft Ängste, Verlusterfahrungen und seelische Krisen aus. Die begleiteten ihn ein Leben lang. Das kleine Haus in Askerstrand wurde für ihn zum Rückzugsort von seiner eigenen Unruhe, von seinen intensiven und oft komplizierten Beziehungen und den tragischen Todesfällen in der Familie seiner Kindheit. Hege, mit der wir die Bilder von Munch nachgestellt haben, sagt, dass eigentlich alle in Askerstrand eine Beziehung zu Edvard Munch haben. Aber ihre, die ist etwas ganz Besonderes. Das sind sie. Da sind sie. Das muss man eigentlich behandeln wie rohe Eier, oder? Ja. Solche Ja, das kann besonderen sein. Schachfiguren. Kann sein, dass die ein bisschen wertvoll sind, keine Ahnung. Für mich sind die wertvoll auf jeden Fall. Ja. Wir haben ja das Haus gekauft in 1994 und das war ein ganz schlechtes Haus. Also wir mussten alles machen, von außen und innen und neue Elektrik, alles. Und dann wurden die Fenster rausgenommen und in der Fütterung von dem einen Fenster da drüben haben die ganz viel Müll gefunden natürlich, Papier rein, und was man so Klamotten hatte, und ja. was man hatte. Unter anderem auch diese Schackfiguren. Wir wussten damals nicht, dass Munch befreundet war mit dem Besitzer von diesem Haus herum 1900. Das wussten wir nicht. Aber das wurde uns erzählt von Familien, also die hier in der Straße wohnen, die auch familiär verbunden war mit diesem Karl Johann Buck, der hier gewohnt hat. Und die haben mir dann erzählt, dass Munch ein Freund von Buck war. Und dann kamen mehr und mehr Geschichten dazu und unter anderem, dass Munch immer hier hingegangen ist und mit den alten Buck dann Schach gespielt hat. Ja. Herge Norwegerin mit 30 Jahren Deutschlanderfahrung hält ihre Landsleute für eher zurückhaltende Menschen. Also was ich so höre, ist, dass kann schwierig sein, Freunde zu bekommen, wenn man als Fremder nach Norwegen kommt. Aber wenn man erst Norwegen kennenlernt, dann hat man Freunde fürs Leben. Skål! Skål. Mit der Fähre geht's heute auf die andere Seite des Fjords, in die Stadt Moss. Für Fußgänger und Fahrradfahrer übrigens kostenlos. Als erster auf der Fähre hat auch was.
Wenn man sich die Nummernschilder so anguckt, sind das überwiegend Norweger. Alle 20 Minuten fährt das Schiff zwischen beiden Orten hin und her. Warteschlangen gibt's hier so gut wie nie. An Deck kann man die halbstündige Überfahrt nutzen, um die Sonne und den Ausblick auf den Fjord zu genießen. Kommt ihr von hier? Wir kommen von der Westseite aus Tønsberg. der ältesten Stadt Norwegens. Und ihr macht Urlaub hier im eigenen Land? Für eine Nacht. Diesmal nur für eine Nacht. Wir verlängern die Sommerferien. Es ist ihr Geburtstag heute und das ist mein Wirklich? Herzlichen Glückwunsch. Was sagt man auf Norwegisch? Wir sind hier gerade auf der Fähre zwischen Horten und Moss. Wenn man den Fjord auf beiden Seiten erkundet, fährt man hier rüber. Bei Sandefjord gibt es einen Tunnel, der 130 Meter unter Wasser liegt und 7 Kilometer lang ist. Und es gibt hier noch eine Fährverbindung zwischen Norwegen und Schweden. Der Oslofjord ist Norwegens meistbefahrene Wasserstraße. In Nord-Süd-Richtung ist immer viel los. Frachtschiffe, Kreuzfahrtschiffe und Fähren sind hier täglich zu sehen. An Moss fahren sie vorbei. Wir schauen uns den modernen Ort jetzt aber mal an. So wirkt er jedenfalls rund um den Hafen. Ein anderes Viertel, die sogenannte Mühlenstadt, ist ein Denkmal der Industriegeschichte. Hier arbeiteten früher Getreidemühlen, Papierfabriken und Eisengießereien. Alle meist angetrieben durch Wasserkraft. In den 1970er Jahren wurden die alten Betriebe stillgelegt. Heute sind die Gebäude zu Kinos und Bars umfunktioniert. Mit dem Bus geht's weiter in den Ytre-Hvaler Nationalpark. Diese Straße hier wurde erst 1971 gebaut. Davor waren die vielen kleinen bewohnten Inseln im Süden nur mit dem Boot zu erreichen. Das hübsche Städtchen, in dem wir ankommen, heißt Skjerhalden. Ein ehemaliges Fischerdorf, in dem früher vor allem Hering gefangen und direkt vor Ort mit Salz in Fässern haltbar gemacht wurde. Heute ist Skjerhalden bekannt als das Tor zum Ytre-Hvaler Nationalpark. In den Sommermonaten starten von hier aus regelmäßig Ausflugsboote zu Touren durch den Meeresnationalpark. Man kann aber auch die lokale Fähre nehmen, die die Hauptinseln miteinander verbindet. Der Nationalpark Ytre-Hvaler wurde zur Erhaltung dieser wunderschönen Küstenlandschaft eingerichtet. Er umfasst 4 Vogelschutzgebiete. Über 90% des Schutzgebiets liegt allerdings unter Wasser, wo es viele Kaltwasserkorallenriffe gibt. Und auch Meerestiere, die sonst nur im Atlantik vorkommen. Tauchen und Schnorcheln ist hier erlaubt. Die Pendelfähre, die vor allem auch die einheimischen Inselbewohner benutzen, verkehrt regelmäßig zwischen den Hauptinseln im Nationalpark.
Aber auf den ganz kleinen muss man beim Fährkapitän anrufen, wenn man mit will. Man sollte sich die Gelegenheit, hier herumzufahren, nicht entgehen lassen. Die Norweger machen das auch, wenn sie hierher kommen. Insel springen, oder wie heißt es in Deutsch? Hüpfen, Inselhüpfen machen wir jetzt und genießen das Leben hier. Es ist einfach wunderschön. Wir legen jetzt auf Nordre Sandøy an, einer äußeren Insel, die nur wenige Kilometer von der schwedischen Grenze entfernt liegt. Hier gibt es ein großes Wegenetz, um spazieren zu gehen oder mit dem Fahrrad zu fahren. Ein schöner Wanderweg führt nach Markö, eine Siedlung mit nur 2 Bauernhöfen. Tore ruft seine Alpakas und Lamas. Komm da! Jetzt gibt's Futter. Alpakas mögen Temperaturen um die 20 Grad, können aber auch mit Nachtfrösten gut umgehen. Das macht sie ideal für das Klima hier in Norwegen. Die Alpakas sind allerdings nur Tores Hobby. Im Hauptberuf betreibt er zusammen mit seiner Frau dieses gemütliche Sommercafé. Die beiden sind die einzigen Menschen, die das ganze Jahr über auf der Insel leben. Für die Besucher ist der ehemalige Bauernhof ein beliebter Treffpunkt. Im Sommer herrscht hier jeden Tag Hochbetrieb. Wir arbeiten hier von 4 Uhr morgens bis Mitternacht, jeden Tag im Sommer. Jetzt haben wir noch 2 Wochen vor uns, dann endet die Saison. Und dann schauen wir im Garten, ob da noch irgendetwas Essbares wächst. Tore würde gerne das Gemüse für sein Restaurant komplett selbst anbauen. Doch das Klima ist rau auf der Insel. Der Sommer zwar schön, aber sehr kurz. Und dann kommen die kalten, dunklen Monate. Wir frieren. Es ist sehr kalt hier im Winter, hier ganz am Rand der Inselgruppe. Der Wind bläst mächtig. Vor allem der Ostwind zieht überall rein. Wir sitzen dann drinnen am Kamin, draußen der Schnee und machen uns eine gemütliche Zeit für 3 Monate. Auf Wiedersehen, schöne Inselwelt. Hallo und guten Tag, modernes und aufgeräumtes Fredrikstad. Norwegens längster Fluss, die Glomma, war früher ein wichtiger Transportweg für die Holzindustrie und brachte der Stadt frühen Reichtum. Die Altstadt von Fredrikstad stammt aus dem 16. Jahrhundert. In der Nähe zur schwedischen Grenze wurde sie später zur Festung ausgebaut. Als Schutz in politisch unruhigen Zeiten. Ganz Skandinavien war damals geprägt von Machtanspruch Schwedens und dem Ringen Norwegens um mehr Eigenständigkeit. Der Vorzeigestadtteil Fredrikstads ist nicht nur sehr gemütlich, er steckt auch voller Leben. Die Festungsanlage mit Wall, Graben und Stadttoren ist bis heute so gut erhalten, weil es nur einen einzigen Angriff auf sie gab und man sich damals rasch zur Kapitulation entschied. So blieb die Stadt weitgehend unzerstört.
Man sieht, hier ist alles auf Freizeitvergnügen angelegt. Ein besonderer Spaß, nicht nur bei Regentagen, ist das Modelleisenbahnmuseum. Miniaturlandschaften aus ganz Europa wurden hier nachgebaut, mit Szenen, die mitten aus dem Leben stammen. Konstruiert haben die kleine Welt viele freiwillige Modelleisenbahner, die sich zu einem Verein zusammengeschlossen haben. Das jüngste Mitglied ist 12, das älteste über 80 Jahre alt. Die Altstadt von Fredrikstad ist hier übrigens auch nachgebaut. Mit der Elektrofähre geht es jetzt auf die Halbinsel Isegran. Hier gibt es eine Werft, auf der alte Schiffe restauriert werden. Ein großer Spielplatz für alle, die gerne handwerklich arbeiten. Auf der Najaden lernten junge Männer, meist aus einfachen Verhältnissen, alles, was sie für eine Laufbahn in der Handelsmarine brauchten. Den Umgang mit Navigationsgeräten, Kartenkunde, Kursberechnung, Disziplin und Bordordnung. Aber auch Segelsetzen und Arbeiten in der Takelage. Es waren um die 120 junge Männer an Bord. Sie schliefen in Hängematten. Man sieht noch die Haken. Hier einer, da schon der nächste. Da hat man wenig Privatsphäre an Bord. 1938 wurde das Schulschiff Najaden außer Betrieb genommen. Damals lag es in Schweden und war nicht mehr seetüchtig. 2014 kam es zurück nach Norwegen und wird seitdem in Fredrikstad von Grund auf restauriert. Irgendwann soll die Najaden auch wieder aufs Meer hinaus dürfen. Per erneuert hier jetzt gerade den Kitt zwischen den Planken. Schiffsbauer wie er fühlen sich einer jahrhundertealten Tradition verbunden. Denn die Norweger gelten seit der Wikingerzeit als hervorragende Schiffsbauer und Seefahrer. Wir wollen hiermit das kulturelle Erbe am Leben erhalten. Für unser Land, in dem wir leben. Das ist das Besondere an dieser Werft hier. Es gibt noch einige andere Orte in Norwegen, die etwas Ähnliches machen, aber nicht mit solchen Schiffen. Die Erhaltung unseres schwimmenden Kulturerbes ist für mich etwas Besonderes. Und hier in Isegran herrscht ein wirklich gutes Arbeitsklima dafür. Wir empfinden gerade auch die Zusammenarbeit mit den vielen Freiwilligen als sehr fruchtbar. Ein Dock weiter ist gerade ein Team aus Freiwilligen dabei, ein anderes altes Schiff wieder herzurichten. Ist da Holz drin? Nein, Kupfer. Eine Kupferummantelung. Sie war dafür gedacht, das Schiff vor Kollisionen mit Eisschollen zu schützen. Es war mal eine Fähre. Die hat auch früher Autos transportiert. Ist die wirklich mal durchs Eis gefahren? Sie hat früher Touristen und Handelsgüter transportiert. Dieses wirklich marode Schiff soll dem norwegischen Kulturerbe zuliebe gerettet werden. Eine Lehrstunde für das internationale Team hier. Von den norwegischen Profis können sie alle noch was lernen. Die Männer kommen aus Polen, Russland und auch aus Deutschland. Brecheisen, Hammer. Und Hammer, genau. Wir wollen die zweite Planke hier rausnehmen, aber das machen wir Stück für Stück. Die ist aus Eiche, das ist schwierig, die jetzt rauszubekommen. Dann könntet ihr mich vielleicht einstellen? Oh, so? Ja. Hä? Wow. Ja. Schwer beeindruckend. So. Achtung, pass auf. So, Herr Polier, wie sieht's aus? Aber ich will auch nichts kaputt machen. Das ist schon... Wie alt ist das Schiff?
um die 100 Jahre. Das ist echt alt. Also es hat ursprünglich mal die Gäste zum Flughafen gefahren in Oslo. Vor 100 Jahren schon mit dem Schiff zum Flughafen und dann... Genau. So, letzter Schritt. Bereit? Achtung. Eieiei. Achtung. Ah. Haben die gut gebaut früher. Wow. So, wohin? Das ist eine Premiere. Das ist hier klar. noch nicht passiert. Ja? Sehr schön, freue ich mich. Sehr cool. Unter diesem Dach liegt das vorerst härteste Stück Arbeit für die Schiffsbauer. Die Urda ist ein norwegisches Segelschiff aus dem späten 19. Jahrhundert. Sie transportierte vor allem Holz, Getreide und Kohle, aber auch Passagiere. Bis nach Amerika. Zu ihrer Zeit waren gerade die norwegischen Werften bekannt für ihre besonders leistungsfähigen Holzsegler. Es sind nicht mehr viele von diesen alten Schiffen übrig. Und es ist wichtig, wenigstens auf ein paar der alten Ladies gut Acht zu geben. Und ich glaube, wenn man Kurs auf die Zukunft nehmen will, dann sollte man sehr genau wissen, wo man herkommt. Nur so kann man stabil den Kurs halten. Die Norweger und die Seefahrt. Im Laufe der Geschichte gelangen ihnen eine Menge nautischer Meisterleistungen. Ab 1903 umsegelte Roald Amundsen mit einem robusten Fischkutter das arktische Eis nördlich von Amerika und bewies damit die Machbarkeit einer Route, die heute als Nordwestpassage bekannt ist. Die Expedition hatte vor allem den wissenschaftlichen Auftrag, den magnetischen Nordpol zu lokalisieren. Bei den eingeborenen Inuit verbrachte der Forscher 2 Winter. Er lernte von ihnen den Umgang mit Schlittenhunden und wie man in extremer Kälte überleben kann. Beides sollte ihm bei seinen Expeditionen vom großen Nutzen sein. Roald Amundsen, geboren 1872, stammte aus einer wohlhabenden Familie, die durch Handelsschifffahrt und clevere, aber auch riskante Geschäfte zu Reichtum gekommen war. Das Haus ist von enorm hohem Standard für die damalige Zeit. Öfen in allen Zimmern, sogar warmes Wasser in der Küche. Das konnte sich damals nicht jeder leisten. Eigentlich sollte Roald, der jüngste von 4 Söhnen, Arzt werden. Aber er träumte davon, die Polarmeere zu erforschen. Und das war seine berühmteste Tat. Er schlug die norwegische Flagge am Südpol ins Eis. Im August 1910 brachen die Männer auf, um als Erste den geografischen Südpol zu erreichen. Schlittenhunde sollten ihnen bei ihrem Weg übers Eis helfen. Amundsen befand sich dabei in einem dramatischen Wettlauf gegen den Briten Robert F. Scott, dessen Expedition fast zeitgleich startete. Im Januar 1911 erreichten beide Teams das antarktische Festland. Doch weil der Polarwinter bevorstand, lag ihr Wettlauf erstmal auf Eis. Neun Monate später brachen dann beide Mannschaften zum Südpol auf. Der Engländer Scott mit Ponys und kaum erprobten Motorschlitten. Amundsen griff auf die bei den Inuits erlernten Techniken zurück. Das zahlte sich aus. Den Wettlauf zum Pol gewann Amundsen mit 34 Tagen Vorsprung. Er ging als erster Mann am Südpol in die Geschichte ein. Sein britischer Konkurrent kam ebenfalls am Südpol an, geriet auf dem Rückweg in einen Schneesturm und wurde später tot aus einem Schneehügel geborgen. Die 9-monatige Zwangspause vor der Südpol-Expedition verbrachte die Amundsen-Crew in einem Lager aus selbstgebauten Iglus, Zelten und einer einfachen Holzhütte. Einen Nachbau dieser Hütte kann man sich im Amundsen-Museum ansehen. 9 Erwachsene haben hier fast ein Jahr gelebt. In diesem winzigen Raum hier, geschlafen und gegessen. Sie kamen am Abend rein, haben gegessen und gingen dann ins Bett. Den Rest des Tages haben sie viel Zeit draußen verbracht und gearbeitet.
Man dreht ja sonst durch, wenn man hier drin die ganze Zeit aufeinander hängt. Ein paar von ihnen fischten, andere polierten Skier, mit denen sie Erkundungstouren machten. Und abends haben sie sich hier wieder getroffen. Let's have a seat. It's okay. They are frozen. Draußen muss es furchtbar kalt gewesen sein. Und man sieht auf den Fotos hier, aber auch hier drinnen, oder? Sie hatten 2 Lichtquellen, mit denen sie auch heizten. Eine Paraffinlampe hier und eine in der Küche. Da war auch der Ofen. Und als der Winter am härtesten war, war die Hütte auch eingeschneit. Der Schnee hat aber auch ein bisschen isoliert und die Wärme drin gehalten. Das waren ja alles erfahrene Männer, die wussten, wie man lange auf engstem Raum lebt. Aber es gab auch zwischen ihnen Streit. Und einer davon endete damit, dass der Typ da drüben, Hjalmar Johansson, und der hier, Christian Prestrud, nicht mit zum Südpol durften. Dafür hat Roald gesorgt. Weil sie mit ihrem Streit die Expedition gefährdet hätten. Okay. Macht auf jeden Fall einen bequemen Eindruck. Ja, lass uns schlafen. Es war ein gutes Gespräch. Hinter dem Amundsenhaus fließt Norwegens längster Fluss, die Glomma. An ihren Ufern hat sich vor 200 Jahren die norwegische Holz- und Papierindustrie angesiedelt. Bis heute ist der Fluss die Verkehrsader, auf der die Baumstämme zu ihrer Weiterverarbeitung oder zum Export in alle Welt transportiert werden. Die Holzindustrie ist immer noch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Norwegen. Auch auf dem Haldenkanal, dem ältesten Kanal Norwegens, wurde früher Holz transportiert. Heute kann man von hier aus mit einem dieser Oldtimer-Schiffe eine Tour über den angrenzenden Ørjesee machen. Den Höhenunterschied der Schleuse nutzt ein Wasserkraftwerk und versorgt den Ort Ørje mit Energie. Der kleine Ort steht in kaum einem Reiseführer, aber es lohnt sich, ihn mal zu besuchen. Hier ist es urgemütlich und nicht überlaufen, selbst im Sommer. Und es gibt hier ein Café am See und eine super Bademöglichkeit, wenn das Wetter mitspielt. In einer der fruchtbarsten Regionen Norwegens besuchen wir nun einen ganz besonderen Bauernhof. Von Drøbak aus geht's dann auf eine Segeltour. Gute Böden und mildes Klima. Schon in der Wikingerzeit wurde in Østfold Getreide angebaut. In Norwegen bestimmten die großen Bauernhöfe lange die Landwirtschaft. Sogenannte Häusler hatten zwar ein Haus mit Scheune, aber meist nur wenig oder gar kein eigenes Land. Auch die Bønsætre Farm war mal ein solcher Husmannsplass, ein Häuslerhof. Heute ist der Hof in Privatbesitz, aber ohne freiwillige Helfer geht es nicht. Hanna und Ida aus Deutschland packen jedes Jahr für ein paar Monate mit an. Es hat angefangen nach der Schule. Da wollten wir beide, glaube ich, einfach mal was ganz anderes machen als Schule, also mal rauskommen. Und dann war es so gut, dass wir seitdem immer wieder gekommen sind. Ist aber auch harte Arbeit dann, ne? Also ist es glaube ich, immer, aber ich glaube im Winter wichtig dann auch irgendwie jede Jahreszeit mitzunehmen, oder so? Ja, im Frühling macht man Feuerholz und dann im Sommer muss man natürlich sich um Garten kümmern und Sachen einmachen, im Herbst dann alles ernten und einlagern. Ja, also viel zu tun gibt's immer. Und die sehen nicht nur gut aus, die schmecken doch auch genauso, oder? Ja, man freut sich immer wieder. Man nie genug, Dazu haben wir zu viele verschiedene Sachen hier. Ja, das stimmt. So, dann lasst uns mal Mittagessen. Yeah, we have to.
Edda und Egil haben Bonsetre 2015 übernommen, mit dem Ziel, den historischen Hof zu erhalten. Sie restaurieren die Gebäude und machen den Hof auch für Besucher erlebbar. Das Besondere? Vieles macht man hier mit den Techniken und Werkzeugen aus dem 19. Jahrhundert. So in der Art? Ja, so ist es perfekt. So, das ist unser Blutpudding aus Schweineblut, Mehl und Gewürzen. Und weißt du, wie wir den essen? Nachdem wir ihn scheibenweise in Butter gebraten haben, dann streuen wir Zucker oben drauf. Dann ist es eher so eine Süßspeise, oder? Ja, aber es ist trotzdem ein Hauptgericht, kein Dessert. Das muss ich probieren. Also ich glaub's dir, dass es schmeckt, aber ich muss es trotzdem probieren. Ein gusseiserner Ofen. Die Flamme kann man durch die Ringe verändern. Ja, und dann schieben wir die Pfanne drauf. Die Scheiben sollten außen ein bisschen kross sein, innen weich. Außen kross. So it's soft inside and crunchy outside. Früher hat man auf so einem Häuslerhof wirklich alle tierischen Produkte verwendet. Reich waren die Bewohner hier nicht. Die Vorräte waren immer knapp. Hedda versucht das heute nachzuleben. Im Sommer und im Herbst hat man immer viel zu essen aus dem Garten. Aber was machte man im Winter, wenn man im Sommer und Herbst nicht genug an Lebensmitteln für den Winter vorbereitet hat? Dann wird man den Winter nicht überleben. Das ist das, was du den Leuten hier erklärst? Das ist das, wofür ich wirklich brenne. Ich möchte das weitergeben, was ich in all den Jahren habe lernen dürfen. Die Menschen heutzutage haben keine Verbindung mehr zur Natur. Sie kennen die Kreisläufe des Lebens nicht mehr und wissen nicht, wie die Dinge miteinander verbunden sind und wie wichtig es ist, unsere Erde zu schützen, sich um andere Menschen zu kümmern und an die Generationen zu denken, die nach uns kommen werden. Und jetzt? Wo ist der Zucker? Der darf natürlich nicht fehlen. Ich möchte es mit Zucker probieren. Nimm dir ein bisschen mehr. Okay, really? Das machen wir auch. Ein bisschen Luxus. Dann ist es aber echt wirklich mehr ein Nachtisch, oder? Also ich glaube, ohne Zucker ist es auch okay, aber mit Zucker ist noch besser. Hier bei euch fühlt sich das alles so ein bisschen an wie in einem Film. Ja, tatsächlich hatten wir schon ein paar Filmproduktionen hier. Filme und eine TV-Show? Ja, auch. Eine sehr berühmte. In Norwegen war sie wirklich berühmt. Sie hieß die Farm. Das Prinzip der Show? Die Teilnehmer machten eine Zeitreise. Sie lebten hier in einfachen Hütten ohne Strom oder warmes Wasser und bewirtschafteten die Farm. Die Kandidaten sollten den Alltag auf dem Land im 19. Jahrhundert am eigenen Leib erleben und verstehen, wie viel Arbeit und Wissen die Selbstversorgung erfordert. Hedda war damals Teil der Show, musste als Expertin die Arbeit der Kandidaten prüfen und bewerten, durfte aber auch Hilfestellungen geben. Das Konzept haben wir in Teilen übernommen. Weil die Show ein großer Erfolg war, kamen immer mehr Menschen spontan. Das wurde uns irgendwann zu viel. Jetzt können sich die Leute bei uns für Kurse anmelden, um zu lernen. Das ist unser Permakulturgarten. Der ist aber auch schön. Wir haben hier mehr als 250 verschiedene Gemüsepflanzen. Permakultur, das ist Bodenbewirtschaftung, die der Natur ähnlich und daher nachhaltig ist. Das ist trotzdem so viel Arbeit. Ja, aber es ist eine Arbeit, die glücklich macht. Wenn wir auf unseren Teller schauen, auf jedes Gericht, das wir das Jahr über essen, und dann wissen, woher das Gemüse kommt, oder das Fleisch, oder die Kartoffel.
Gerda gerbt und gestaltet auch selbst Schafsfelle. Unter anderem für ihren Mann, der diese Weste gerne im Winter auf der Elchjagd anzieht. Wenn der Herbst kommt und ich die Gartenarbeit schon ein bisschen leid bin, dann freue ich mich so sehr drauf, drinnen am Kamin zu sitzen und zu nähen. Und wenn dann der Frühling kommt, dann freue ich mich auf draußen und darauf zu sehen, wie die Schafe ihre Lämmer bekommen. Das ist der Luxus unseres Lebens, mit den Jahreszeiten im Rhythmus der Natur zu leben. Drüberg ist eine gemütliche Stadt, die vor ein paar Jahrhunderten zu einem Handels- und Umschlagplatz am Oslofjord geworden ist. Heute zieht es viele Norweger an den Wochenenden hierher zum Flanieren und Baden gehen. Zu dem kleinen Hafen braucht man mit der Fähre von der Hauptstadt Oslo nur etwa eine Stunde. Ahoi! Kann ich bei euch anheuern? Aber selbstverständlich, wir brauchen noch einen Leichtmatrosen. Heiko. Grüß dich. Heiko. Und? André. Angelina. Angie. Angie. Gerne. Okay, alles klar. Grüß euch. Und noch, Der wichtigste, Hector? Der Kapitän. Der Kapitän an Bord. Ja. Mit an Bord heute sind noch ihre 2 Freunde Carlo und Dennis, die sich ums Segeln kümmern, damit Angie und Heiko mehr Zeit für uns haben. Wir haben den Hafen von Fragastrand verlassen und fahren den Fjord hinauf, Richtung Oslo. Der Oslofjord ist die meistbefahrene Wasserstraße Norwegens und die Zufahrt zum Hafen der Hauptstadt Oslo. Hier fährt alles lang, von der Passagierfähre bis zum Containerfrachter. Jetzt im Sommer kommen noch die Freizeitboote hinzu. Heiko und Angie hatten noch keine Erfahrung als Segler, als sie sich entschlossen haben, in Norwegen auf einem Boot zu leben. Also der eigentliche Grund, warum wir, sage ich mal, auf ein Boot gezogen war, es war eigentlich eine Schnapsidee, muss man sagen. Und die kam auch nicht von mir, sondern tatsächlich von Angie. Angie, gute Idee. Sehr gut. Achso, das war meine Idee, ja. Und zwar war es so, dass ich immer nach diesen Booten geguckt habe und gesagt habe, hey, schau mal, wir können doch hier ein Segelboot haben. Das wäre doch eigentlich total nett, wenn wir mal ein bisschen auf dem Oslofjord segeln. Und dann habe ich ihr immer mal so eine Annonce gezeigt und gesagt, guck mal hier, was hältst du davon, was hältst du davon? Und dann meinte sie, naja, guck mal, wenn es so groß und so teuer ist, was du dir da vorstellst, dann können wir ja auch direkt darauf wohnen. Ja, und dann ging das eigentlich relativ zügig. Ich glaube, das war im Juli und Ende August hatten wir das Boot gekauft und sind dann in unser erstes Segelboot gezogen, was ein ziemliches Abenteuer war. Apropos Segelboot. Bis jetzt sind wir nur mit Motorkraft gefahren. Es war einfach nicht windig genug. Aber nun ist Segelsetzen angesagt. Ja, sieh! Sieh! Kommt der Wikinger! Ja. Los! Und zieh, André! Okay. Jo, so oben. Super. Na dann, klappt doch. Ein bisschen wenigstens. Ich wollte euch fragen, warum ihr auf dem Boot lebt. Ich weiß die Antwort. Das ist ja ein Traum. Mhm. Oder? Man kann vielleicht sagen, ich meine, Norwegen ist jetzt nicht irgendwie, dass alles besser hier ist, aber gerade die, sag ich mal, die Nähe zur Natur und die Verfügbarkeit der Natur ist halt extrem. Ich meine, wir sitzen jetzt hier, da hinten sieht man von hier aus die Skisprungschanze in Oslo. Und an so einem Tag ist es natürlich total schön, wenn man auch mal, sag ich mal, am Nachmittag nach der Arbeit hier noch rausfährt und ein bisschen Zeit auf dem Wasser verbringt. Also
die Möglichkeiten, so die Natur zu nutzen, die sind halt schon wirklich enorm hier. Und das ist auch ein Grund, warum wir es hier eigentlich sehr, sehr schön finden. Also eine hohe Lebensqualität. Merkt man das an den Norwegern? Sind die zufriedener, glücklicher? Es ist Teil der Kultur. Es gibt sogar ein Wort dafür, ne, die Friluftsliv, was eigentlich so Freiluftleben heißt. Und das ist eigentlich wirklich so, du schnallst ja deinen Rucksack auf, gehst da hinten in den Wald, du nimmst dein Boot, segelst raus auf den Oslofjord, Und das merkt man auch so ein bisschen im Arbeitsleben, dass das auch komplett akzeptiert ist, dass man sagt, wenn schönes Wetter ist, mache ich heute früher Feierabend. Auf jeden Fall höhere Akzeptanz da, dass du sagen, okay, ich gehe jetzt will am Wochenende eine bestimmte Wanderroute machen und dann muss ich dann am Freitag ein bisschen früher aus dem Büro los. Das ist eine Sache, wo dann die Leute sagen, ja, viel Spaß und coole Tour, mach mal und so. Das ist sehr akzeptiert hier auf jeden Fall, würde ich so behaupten. Die meiste Zeit sind Heiko und Angie auf dem Fjord unterwegs. Sie haben aber auch bei Oslo einen festen Liegeplatz, wo sie gemeldet sind und den Winter verbringen. Dann wäre ich jetzt dein Smoothie, ist das richtig? Ja, Dein stimmt. Schiffskoch, ja. Ja. Alles klar. Denn wir machen Zimtschnecken. Ja. Typisch norwegisch. Also wir machen heute eine abgespeckte Variante für auf Tour gehen. Also wenn man dann nicht den Hefeteig vorher schon ansetzen kann und lange ziehen lassen kann, habe ich einen Tipp bekommen von der Norwegerin, einen Pizzateig zu nehmen, den fertigen. Gibt es auch in Deutschland. Pizzabun. Ein Brett oder hier mit der... Mal. Kann ich vom Pizza machen. Kennst du? Machst du zu Hause Pizza auch so? Nein. Wenn es schnell gehen muss, ja. Ja. Okay, jetzt bin ich gespannt auf die Form. Wir wollen es ja schneckig haben, ne? Ja, und zwar aber vorher, wir wollen ja in die Zimtschnecke noch Zimt reinmachen und Zucker am besten. So, also Butter. Auch typisch norwegisch für mich, Ja, oder? immer mit Salz. Was? Na, stopp. Ich wollte nur... Du machst natürlich hier alles auf Anweisung. Hier. Okay. Zimt, ordentlich. Ja. Ne? Eigentlich. Zucker? Ordentlich. So 2 Esslöffel Zimt und 3 Esslöffel Zucker. Okay. Ja? Ja. Und Okay. Sehr gut. Okay, und jetzt schön hier verteilen. Perfekt. Hol schon mal die Pfanne raus. Also in der Pfanne, nicht im Backofen. Nee, weil auf Tour, weißt du, wenn du wandern gehst, hast du ja selten einen Backofen dabei. Aber vielleicht so einen kleinen Gaskocher. Ja. Nicht schlecht, in der Pfanne, da wäre ich auch nicht drauf Bisschen gekommen. Dessert und dann hast du das mit. Das kriege ich auch zu Hause hin. Ja. So, und dann müssen wir jetzt vorsichtig das zusammenrollen. Das ist richtig hier Gemeinschaftsarbeit. Also, Öl in die Pfanne, Pfanne vorheizen. Dann legen wir mal los. Und, habe ich es gut geschnitten? Ja, perfekt. Ja, okay. Das ist das Gute an Gas, oder? Das geht echt schnell. Das geht schnell, ja. Schnell heiß. Schnell an und schnell aus. Ja. Und auch die Anzahl ist richtig. Ja. 4 für dich, 4 für mich. So. Ja. Okay. Okay, gut. Brutzeln. Du sagst mir, ja, alles gut. Alles gut? Ja. So. Okay, dann go. Alter Schwede, glaube ich, mit das Geilste, was ich je gemacht habe. Ist das geil. 18 Meter Höhe. Was gibt's Milch? sonst? Ja, gerne. So frisch gebackene Zimtschnecken. So. Okay. Ja, Alter. So, dann such dir mal eine schöne aus. Manche sind so ein bisschen... Wir lassen Heiko probieren. Ja. Ja, Heiko Such zeigt. dir mir gleich die erste. So, hier. Dann guten. Dadurch, dass sie noch warm ist, ein bisschen knuspert, richtig schön fettig ist, sehr gut. Heiko und Angie bringen uns noch ein Stück weiter Richtung Oslo. Aber morgen steht erst mal eine Wanderung an, bevor wir uns die Hauptstadt ansehen.
Es geht in die Drammenschlucht und bei der Gelegenheit erleben wir vorher ein Meisterstück moderner Ingenieurskunst. Ein Tunnel, der sich durch einen Berg schraubt. Drammen, früher voll von Industriebauten, ist heute ein echter Hingucker. Seit dem Mittelalter wird in Drammen Ware verschifft. Doch wo früher Holz lagerte, warten heute Tausende moderner Elektroautos auf ihren Abtransport. Überhaupt sind die Norweger ziemlich weit vorn mit der Elektrifizierung des Verkehrs. 1/3 aller Autos auf den Straßen haben E-Antrieb. 2025 waren 96% aller Neuzulassungen Elektroautos. Auch was den Tunnelanbau angeht, sind die Norweger Meisterklasse. Bis jetzt sieht er aus wie so ein relativ normaler Tunnel, aber hier auf dem Navi wie so ein Karussell. Dieser Tunnel, 1953 gebaut, führt in 6 Spiralen durch den Fels und überwindet so 160 Höhenmeter. Man schraubt sich hier einfach langsam den Berg hoch. Die kreisförmige Straße ist so gleichmäßig wie in einem Parkhaus. Eine bautechnische Meisterleistung. So wurde damals außerdem Gesteinsmaterial für den Straßenbau gewonnen, ohne dabei die Landschaft durch Steinbrüche zu zerstören. Mit dem Spiraltunnel einmal nach oben und dann so eine Aussicht genießen. Das hier ist das Skigebiet von Drammen. Im Sommer verwandelt es sich in eine der umfangreichsten Mountainbike-Radstrecken Norwegens. Wo im Winter die norwegischen Skiprofis trainieren, ist die Piste im Sommer freigegeben für alle, die mit dem Rad Vollgas geben wollen. Was von oben schon spannend aussieht, wirkt von unten erst recht gigantisch. Die Wände der Schlucht sind teilweise bis zu 40 Meter hoch. Hier gibt es 2 Wanderwege. Einer davon geht durch die Schlucht. Den nehmen wir. Das ist ein Wasserfall. Ich schlage vor, wir bleiben erstmal auf dieser Seite und später müssen wir dann darüber klettern. Das könnte lustig werden. Felipe ist sonst Trailrunner, wie man sieht und merkt. Der sprintet vor. Puh. Wem die Tour über Geröll und durchs Wasser zu abenteuerlich ist, dem gefällt der andere Weg vielleicht besser. Der geht oben am Schluchtrand entlang. Von der Länge her ähnlich, aber leichter zu gehen. Wir haben ihn parallel auch mal gefilmt.
Noch eine? Unser Weg hat's wirklich in sich. Man muss schwer aufpassen, wohin man tritt. Zum Reden kommt man da nicht oft. Zum Beispiel über die Erfahrungen des Brasilianers Felipe mit den Norwegern. Die Norweger sind eigentlich sehr kontaktscheue Menschen. Wirklich, ich hatte eigentlich einen anderen Eindruck. Immer wenn ich mit ihnen ins Gespräch komme, so im Supermarkt zum Beispiel, dann waren sie ganz aufgeschlossen. Aber dann ging die Kontaktaufnahme von dir aus, nicht von ihnen. Und das meine ich. Und wenn du als Nicht-Norweger hier lebst, dann kannst du Teil ihrer Gemeinschaft werden? Geht es leicht? Kurze Antwort, nein. Es gibt auf der Welt, so habe ich das inzwischen gelernt, 2 Arten, mit Freundschaften umzugehen. Die Brasilianer, die Australier, die Amerikaner und viele andere Nationen, auch bei denen läuft das so. Du triffst jemanden, so wie wir uns, vielleicht vor einer Stunde. Und man sagt, man ist befreundet. Dann macht man Dinge zusammen und irgendwann kommt man an einen Punkt, dass man sagt, eigentlich haben wir wenig Gemeinsamkeiten. Und dann geht man wieder auseinander. Und das war's dann. Die Freundschaft ist vorbei. Das passiert ständig. In Norwegen läuft das genau andersrum. Man trifft sich, ohne den Vorsatz, eine Freundschaft einzugehen. Aber man trifft sich weiter, bis man irgendwann feststellt, dass man Gemeinsamkeiten hat. Und dann erst ist eine echte Freundschaft entstanden. Okay. Dafür haben wir hart gearbeitet. Ja, den ganzen Weg lang. Natta er iskald, desember har slukt alt det lyse nå. Barndommens vintre var hvite, nå er de alltid grå. Et neonlys blinker vagt, hjertet ditt dunker svagt. Let's run! Let's do it! Oh, it's cold! Ow! Endlich Oslo, Norwegens großartige, lebendige Hauptstadt. Unser Programm, die Museumsinsel Bygdøy und die Altstadt Grüner Løkka. Ankunft im Hafen. Oslo hat sich in den letzten 2 Jahrzehnten neu erfunden. Rund um den ehemaligen Industriehafen ist eine ultramoderne Skyline mit spektakulärer Architektur entstanden. Zu den vielen Inseln, die zur Stadt gehören, fahren kleine Pendelfähren. Die sind Teil des öffentlichen Nahverkehrs. Wir starten jetzt mit der Fähre B9 vom Rathausplatz in Richtung der Museumsinsel Bygdøy.
Das Fram-Museum, zu dem auch der Schiffsnachbau gehört, ist eins von 3 Museen auf der Insel Bygdøy. Wir schauen uns jetzt aber erstmal das norwegische Folkemuseum an. Ein weitläufiges Freilichtmuseum zu Kultur und Geschichte des Landes. (1884) wurde diese Kirche aus Gol im Norden Norwegens ins Museum überführt. Sie ist eine von 28 erhalten gebliebenen Stabkirchen. Die Bauweise dieser Kirchen ist stark vom Schiffsbau inspiriert. Ihr tragendes Gerüst besteht aus senkrechten Masten, die als Eckpfosten dienen, um das Dach zu stützen. Solche Kirchen, die es in ganz Skandinavien gab, wurden in der Übergangszeit von den alten Religionen zum Christentum errichtet. Im Osloer Folkemuseum haben die Museumsmitarbeiter historische Kleidung an. Hier Trachten aus dem 19. Jahrhundert. Felipe, mit dem ich durch die Drammener Schlucht gewandert bin, hat seine Freundin Maren mitgebracht. Wir gehen ins Backhaus. Hier wird gerade Lefse zubereitet. Hi. Jetzt, hi. Hi, hi. Also Eier, Zucker, Smør, Butter, kefir, kornsalt eller bakepulver. Hornsalz Og hvetemel. und Weizenmehl. Hört sich sehr gut an. Das hört sich sehr, sehr gut an. Der Teig aus diesen üppigen Zutaten wird wenige Minuten über der Glut gebacken. Lefse hat eine sehr lange Tradition hier in Norwegen. Und es haben nur die reichen Bauern gegessen. Es ist ein Rezept der reicheren Bevölkerung von damals. Die also auch irgendwie viel davon hatten, so hört sich's an. Ne? Og det ble sagt at hvis de serverte det på bordet, så ville alle ta veldig mye. Så derfor hadde de deigen, og så hadde de smøret ved siden av. Der Grund, warum es nicht noch Zucker gibt, ist, weil es schon im Teig war. Und die Bauern damals hatten die Befürchtung, dass wenn zu viele um den Tisch herum sitzen, dass alle ganz viel Zucker drauf machen. Und dann deshalb ist der Zucker im Teig. Es ist echte norwegische Butter. Oh, da muss ich noch ein bisschen mehr nehmen. Ja. Oh, takk. Ja. Han tok for mye smør. Ja. Han er ikke den første. Okay. Tusen takk. I like måte. Takk. Håper det smaker. Ja, ha en fin dag. Takk. Ha det. Es ist stellenweise ein bisschen salzig. Das ist typisch norwegisch. Süß und salzig. Ja. Das Folkemuseum widmet sich aber auch der neueren Vergangenheit. In diesem Gebäude wird die Entwicklung des Wohnens in Oslo vom späten 19. Jahrhundert bis in die 1980er Jahre präsentiert. Wow, mondän. Hier ist das Jahr 1965. Dieses ist Nähzimmer, Kinderzimmer, ist überall was zu entdecken. Schön. Hier kann man die Süßigkeiten des 19. und 20. Jahrhunderts probieren. Nun sind wir wieder im Zentrum von Oslo. En enveisbillett over Atlanteren. De skulle gjøre meg kjent. Og vi kjørte kabriolet som i alle filmene.
Der angesagteste Stadtteil von Oslo ist ein ehemaliges Arbeiterviertel, das ab der Jahrtausendwende umgebaut wurde. Selv om det masse folk der, så ble ensomheten den jeg kjente. Zur gleichen Zeit begann auch die Neugestaltung des Hafens. Das hier ist das sogenannte Barcode-Viertel. Die unterschiedlich hohen Gebäude erinnern aus der Ferne an einen Strichcode und beherbergen Büros und Wohnräume. Der Grundgedanke der Hafenarchitektur: die Stadt sollte vom Wasser aus einladender und interessanter wirken, als das früher war. Das prächtige Museum für den Maler Edvard Munch war lange umstritten. Kritiker fanden es zu kalt in seiner Ausstrahlung. Das Gebäude ist ein Spagat zwischen moderner und klassischer Architektur, was ja überall in der Welt zurzeit gemacht wird. Die meisten Menschen bevorzugen klassische Architektur. Ich glaube, wir sollten, um neue Wege zu gehen, die Bauten gründlich studieren, die es vor dem Modernismus gab. Das Gebäude hat eine perforierte Aluminiumfassade. Die Löcher sorgen dafür, dass das Gebäude je nach Sonnenstand und Wetter in verschiedenen Grautönen schimmert und fast transparent wirkt. Das macht zusammen mit der Wellenform einen interessanten Effekt. Denn die Perforation lässt außerdem Lichtflecken nach innen rein. Vor allem jetzt, wenn die Sonne so stark ist. Das Munch-Museum, 2021 eröffnet, hatte eine Ausstellungsfläche, die sich über 11 Etagen erstreckt. In einem der oberen Stockwerke können Besucher durch Videoinstallationen, Lichteffekte, Musik und Animationen in die Welt von Edvard Munch eintauchen. Ausgestellt sind auch persönliche Gegenstände von Norwegens berühmtesten Maler. Und natürlich auch seine Schachfiguren, die hier tatsächlich nicht vollständig sind. Schon früh wurde Edvard Munch in seinem Leben mit dem Tod konfrontiert. Seine Mutter und seine Schwester starben, als er noch ein Kind war. Die ganze Familie muss sehr gelitten haben. Geheiratet hat von seinen Geschwistern nur ein Bruder, der aber kurz nach seiner Hochzeit starb. Edvard Munch litt wahrscheinlich an einer Persönlichkeitsstörung, die in den Farben und Formen seiner Bilder oft Ausdruck fand. Sein berühmtestes Bild ist der Schrei. Darin verarbeitet Munch eine eigene Angstattacke während eines Abendspaziergangs. 3 Versionen davon hängen hier im Museum. Sie werden nacheinander jeweils für 1 Stunde gezeigt, um sie vor Lichtschäden zu schützen. Hallo, guten Tag. Bitte schalten Sie den Blitz aus. Danke. Bei der Umgebung, die auf Munchs Gemälde Der Schrei zu sehen ist, soll es sich um den Ekeberg handeln, der einige Minuten mit der Straßenbahn vom Stadtzentrum entfernt liegt. Von hier aus kann man einen Spaziergang machen, der nicht nur einen tollen Blick auf die Stadt und den Oslofjord bietet, sondern auch durch einen aufsehenerregenden Skulpturenpark führt. Zu sehen sind 40 Skulpturen und zeitgenössische Kunstinstallationen von prominenten norwegischen, aber auch internationalen Künstlern.
richtige Weg, immer geradeaus. Das sieht schon mal nicht schlecht aus, finde ich, oder? Sieht sehr gut Guck mal hier. aus, das Foto. Du Alles machst klar. den Schritt. Ich muss mir den Schrein noch mal genau angucken. So ein bisschen geschwungen, ne? So. Ja, wunderschön. Zurück im Hafen. Dort kann man eine sehr außergewöhnliche Stadtrundfahrt buchen, nämlich mit dem Saunaboot inklusive Dampf und Aufguss. Welches ist denn unser? Wisst ihr das? Es ist da drüben. Ja, das ist aber schön. Hey! Hallo Leute. Leider wegen des Windes können wir mit dem Saunaboot heute nicht rausfahren. Tut mir sehr leid. Ja, wir können nicht rausfahren, aber Sauna machen und im Wasser springen, das geht. Klar. Da drin ist ein Raum zum Umziehen. Da findet ihr Brennholz für den Ofen und auch einen Eimer für den Aufguss. Den könnt ihr auffüllen, wo auch die Duschen sind. Die Sauna ist an, also viel Spaß. Okay, danke. Enjoy, guys. Took a trip on a houseboat. It was fun, you and me. I know you're really in love with him. Are you up to your knees? Die Mütze schützt deinen Kopf in der Sauna vor zu viel Hitze. Tolle Farben, nicht wahr? Die norwegischen Farben. Sieht gut aus. Ja, schön warm. Saunen werden bei uns schon seit Hunderten von Jahren benutzt. Der Zweck änderte sich ein bisschen, als man fließend Wasser im Haus hatte. Denn früher ist man in die Sauna gegangen, um sauber zu werden und den Dreck rauszuschwitzen. Eine verrückte Sache ist hier im Winter passiert. Da waren zwei Leute in einem Elektroauto durch einen dummen Zufall in den Fjord gefahren, ins Wasser. Das Auto fing an zu sinken. Die beiden sind aufs Dach geklettert. Das Auto sank ins eiskalte Wasser. Und diese Sauna fuhr gerade vorbei. Die Saunagäste haben die Leute aus dem Wasser gezogen und in der Sauna aufgewärmt. Ein perfektes Rettungsboot. Wirklich verrückt. Das tut gut. Mit dieser eiskalten Erfrischung beenden wir unsere Reise entlang des Oslofjords. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.